Der Schattenmann in Hitlers Reich, SS-General Hans Kammler. Offiziell gilt er als tot, doch Quellenfunde lassen daran zweifeln. Am Ende war er fast so mächtig wie SS-Chef Himmler und Rüstungsminister Speer. Er plante Todesfabriken und ließ für Hitler sogenannte Wunderwaffen bauen. In riesigen Rüstungsschmieden unter Tage. Hat Kammler den Krieg überlebt? Gab es ein Geschäft mit den Siegern? Diese ganze Geschichte des Selbstmordes ist inszeniert. Ich fragte meinen Vater, ob er Hans Kammler verhört hat. Er sagte ja. Es ist Zeit, das Geheimnis zu lüften. Heute in History, Hitlers Geheimwaffenchef auf den Spuren von Hans Kammler. Offiziell heißt es, der Obergruppenführer der SS, Hans Kammler, habe sich im Mai 1945 umgebracht, auf der Flucht in der Nähe von Prag. Doch jüngste Quellenfunde wecken den Verdacht einer falschen Fährte, veröffentlicht in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Es gibt mehrere Dokumente, die erst seit kurzem bekannt sind, die meines Erachtens eindeutig belegen, dass sich Kammler nicht bei Kriegsende, wie vielfach angenommen, umgebracht hat, sondern dass er von den Amerikanern gefangen genommen wurde. Kammler gehörte zu den Architekten des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Doch wussten die Geheimdienste der künftigen Siegermächte vor allem, dass der SS-General über den Zugriff auf modernste Rüstungstechnologie verfügte. Er war bei Kriegsende verantwortlich für den Einsatz der sogenannten Vergeltungswaffen. Der österreichische Dokumentarfilmer Andreas Sulzer hat in den USA recherchiert und ist dabei auf die Familie eines ranghohen Geheimdienstoffiziers gestoßen. Donald Richardson steht im Zusammenhang mit dem Verbleib Hans Kammlers nach dem Krieg. Er hat ein unglaubliches Know-how über die geheimen Rüstungsprojekte und wie sich jetzt herausgestellt hat, ist Hans Kammler in amerikanische Gefangenschaft geraten. Ein Sohn des US-Geheimdienstmanns spricht zum ersten Mal über den Auftrag, Kammler aufzuspüren. Mein Vater verhörte ihn. Er sollte diesen wichtigen Deutschen rüberbringen, damit er nicht in die Hände des russischen Geheimdienstes gerät. Das war der Job meines Vaters. Hat ihn sein Wissen um die Rüstungstechnik davor bewahrt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt zu werden? Hat Kammler selbst Kontakte zu den USA geknüpft, um aus seinen Kenntnissen Kapital zu schlagen für ein zweites Leben nach dem Krieg? Er und sein Stab hatten sich vor Kriegsende in die Alpenregion zurückgezogen. Bekannt ist, dass Kammler in der Nacht vom 3. zum 4. Mai 1945 in der Nähe von Ebensee sich befand mit seinem Stab und seinen Leuten befahl, sich nach Prag zu begeben. In Prag gab es noch eine Dienststelle von ihm. Dorthin sollten seine Mitarbeiter fahren. Und nach dem Krieg haben sein Fahrer und einer seiner Adjutanten erzählt, Kammler sei mit ihnen gefahren. In Prag ist man in den Aufstand hineingekommen. Es gab dort Kämpfe. Und beim Abzug der letzten Truppen aus Prag heraus war Kammler dabei. Und da er die Aussichtslosigkeit seiner Situation eingesehen hat, hätte er sich dann umgebracht. In den letzten Kriegstagen rücken amerikanische Truppen auf tschechisches Gebiet vor. In Pilsen wie andernorts werden sie als Befreier begrüßt. Auf die deutschen Besatzer wird inzwischen Jagd gemacht. Soldaten und Zivilisten gehen in Gefangenschaft. Tschechische Milizen schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Vor deutschen Gerichten bekunden Zeugen aus dem SS-Umfeld, Kammler habe sich in der aussichtslosen Situation in einem Waldgebiet das Leben genommen, mit Zyankali. Andere berichten, er habe sich erschossen oder gar die eigene Erschießung angeordnet. Auch werden verschiedene Orte genannt. Insgesamt gibt es 6 Varianten von Kammlers Ende. Eine Leiche wird nie gefunden.
Seine Dienstmarke und persönliche Gegenstände bleiben verschwunden. Jutta Kammler, die Frau von Hans Kammler, wollte nach Kriegsende das Schicksal ihres Mannes klären lassen. Sie war nahezu mittellos und bedurfte einer Auskunft, was ist mit ihrem Mann geschehen. Sie hat ehemalige Kameraden von Kammler kontaktiert, die haben durchaus widersprüchliche Aussagen getroffen. Letztendlich war entscheidend für das Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg die Aussage des zweiten Fahrers von Kammler, und der behauptete, Hans Kammler hätte sich am 9. Mai umgebracht. Das Amtsgericht ist dieser Darstellung gefolgt. Damit ist der Tod offiziell festgestellt worden. Die Witwe hatte einen Pensionsanspruch. Und der wurde ihr gewährt. Diese ganze Geschichte des Selbstmordes ist inszeniert von zwei seiner engsten Mitarbeiter, die auf ihn eingeschworen waren. Es gibt so viele Widersprüche in den Aussagen dieser beiden, dass man höchst vorsichtig damit umgehen sollte. Eine ehemalige SS-Führerin schrieb später an Kammlers Frau, dass sich ihr Mann noch am Tag vor Kriegsende in Prag aufhielt und sich bei ihr mit den Worten verabschiedete: Die Amerikaner sind hinter mir her. Sie haben mir Angebote gemacht. Niemals werde ich dem Feind dienen. Lebendig bekommen sie mich nicht. Ist das alles ein Trugbild? Oder bot sein Wissen die Chance für ein Arrangement mit den Siegern nach Jahren der Verstrickung in dunkelste Kapitel der NS-Zeit? Der Historiker Matthias Uhl betreibt Studien zum Dienstkalender des Reichsführers SS Himmler. Der Name Kammler taucht dabei immer wieder auf. Ich denke, Hans Kammler war einer der typischen jungen SS-Offiziere, die die Organisation der SS als Sprungbrett für ihre weitere Karriere nutzten. Er war der Typ eines jungen, gut ausgebildeten Ingenieurs, der ein entsprechendes technisches Fachwissen hatte und die Bereitschaft, schnell aufzusteigen, vor allem den Wunsch, schnell aufzusteigen. Und die SS bot ihm diese Möglichkeit. Der Schwarze Orden, die selbsternannte Elite des Dritten Reichs. Wer sich ihr anschließt und bedingungslos folgt, kann es zu was bringen. Wie ein Krake versucht die SS ihren Einfluss auszuweiten. Himmler ist stets auf der Suche nach Talenten. Kammler nutzt die Chance zum Aufstieg. Seit 1941 wird Kammler dort mit dem Bauwesen der SS beauftragt, übernimmt relativ zügig dann im Jahr 1942 die Führung der Amtsgruppe C, die also quasi für alle wichtigen Bauprojekte der SS verantwortlich ist. Und im Zuge dieser Bautätigkeit gelingt es ihm immer stärker, verschiedene Kompetenzen an sich zu reißen. Auch im Krieg will Kammler sein Können unter Beweis stellen. Hinter der Front. Wenige Wochen nachdem Kammler die Amtsgruppe C des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes der SS übernommen hatte, begann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Und damit wuchsen dieser Bauorganisation immer größere Aufgaben zu. Es ging um den Bau von Gefangenenlagern, SS-Kasernen und anderem mehr. Kammlers Weg führt auch ins besetzte Polen. Hier entsteht ein Lager, das zum Symbol wird für die fabrikmäßige Vernichtung von Menschen. Auschwitz-Birkenau. Auch die Pläne zum Bau der Krematorien und Gaskammern tragen seine Unterschrift. Es ist auch seine Idee, dass die Wege von den eintreffenden Zügen bis zu den Gaskammern möglichst kurz sein sollen. Kammler war darin tief verstrickt. Er hat gemeinsam mit Himmler sich die ersten Vergasungen in Auschwitz-Birkenau angeschaut. Und seine Amtsgruppe war es auch, die zuständig war für den Bau von Krematorien und von Gasöfen. Massenmord als technische Herausforderung. Ohne Skrupel?
Aber ich glaube, das war dem Kammler auch relativ egal, weil er sich um das Schicksal der Menschen keine Gedanken gemacht hat. Er hat gesehen, das ist die Aufgabe, die ich erfüllen muss, um meine Karriere weiterzutreiben. Wenn ich diese Aufgabe entsprechend effektiv und im Sinne der mir gegebenen Befehle erfülle, kann ich weiter aufsteigen. Und deshalb hat er sich also darüber keine Gedanken gemacht. In den Augen der SS-Führung ist Kammler auch der geeignete Mann für Geheimprojekte der Rüstung. Aufgrund der Lufthoheit der Alliierten wird in Peenemünde an der Ostsee fieberhaft an Waffen gearbeitet, mit denen feindliche Städte ungehindert angegriffen werden können. Raketen. Das Aggregat 4, später V2 genannt. Himmler will den Zugriff auf die neue Technik und ihre Ingenieure, doch die Männer um den Ingenieur Werner von Braun zögern zunächst. Als im August 1943 das Raketenforschungszentrum in Peenemünde zerstört wird durch die alliierten Bomberverbände, da wird Kammler sofort damit beauftragt, entsprechende unterirdische Ausweichmöglichkeiten im Raum Nordhausen zu schaffen. Dieses Projekt schafft er quasi innerhalb von 2 Monaten aus dem Boden zu stampfen, wo man buchstäblich über Leichen geht. Kammler lässt kilometerlange Stollen in den thüringischen Harz treiben, mit Hilfe von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern. Der Untertagebau der Waffen sichert ihm den Einfluss auf die Raketenproduktion. Der Arbeitseinsatz fordert tausende Opfer. Die Zwangsarbeiter mussten unter unvorstellbar grausamen Bedingungen unterirdische Anlagen bauen. Es war ein Fließband des Todes, was dort inszeniert worden ist, mit Billigung, mit ausdrücklicher Maßgabe Kammlers. Barbarei und modernste Technik. Das Reich von Hans Kammler. Kammler wird dafür von Himmler sozusagen auch zum Sonderbeauftragten der SS im sogenannten A4-Programm, also für das Raketenprogramm verantwortlich, gewinnt dann zusätzliche Kompetenzen im Bereich der Entwicklung von Strahljägern, ist also quasi mit fast allen wichtigen Waffenentwicklungen des Dritten Reiches vertraut. Und er ist für ihren Einsatz verantwortlich. Anfang September 1944 kommt die V2 als sogenannte Vergeltungswaffe erstmals zum Einsatz. Sie ist nicht treffsicher, ist daher untauglich für militärische Zwecke. Doch sie kann und soll als Terrorwaffe dienen, Menschen in London und Paris in Angst und Schrecken versetzen und töten. Sie kommt lautlos und unbemerkt, schneller als der Schall. Wo immer sie explodiert, gibt es Trümmer und Tote. Man wusste, die Zeit tickt sozusagen, wir können die Front nicht mehr lange halten, wir haben hier aber noch bestimmte Entwicklungen, die wir zum Einsatz bringen müssen. Wir brauchen dafür einen Mann, der dafür über Leichen geht, der sozusagen dieses Programm so schnell wie möglich umsetzt. Und das war, glaube ich, die Rolle, die man Kammler zugedacht hat. Im Juni 1944 begann der Sturm auf Hitlers Festung Europa. Die Westalliierten landen in der Normandie. Mit dem Einmarsch in Hitlers Reich beginnt das letzte Kapitel des Krieges. Die Frage bleibt, wie viel Widerstand werden Hitlers Armeen noch leisten und mit welchen Waffen? In den geheimen Rüstungsschmieden nahe der Front werden Akten und Materialien für den Abtransport bereitgestellt. Es geht Richtung Süden, wo Kammler die Fachleute und ihre Ausrüstung konzentrieren will. Immer mehr Transporte mit Akten, Ausrüstung und Ingenieuren sind auf dem Weg nach Süden.
Tagsüber besteht Gefahr, Opfer von Luftangriffen zu werden. Der Wettlauf an einer ganz anderen Front hat längst begonnen. Es geht um das deutsche Know-how, Fabriken, Labors, Versuchsanlagen, Dokumente und vor allem um modernste Waffentechnik. Spezielle Einheiten der Siegermächte sind dafür unterwegs. Doch es gibt Meldungen, die beunruhigend sind für die Amerikaner. Die Deutschen seien dabei, sich in den Bergen zu verschanzen. Allen voran die SS. Die alliierten Strategen wissen, dass sich die bayerischen und österreichischen Alpen bestens für den Abwehrkampf eignen. Im Büro des amerikanischen Geheimdienstes OSS in Bern ist man alarmiert. Ein Wort macht die Runde: Alpenfestung. Es wäre der Albtraum, wenn sich Hunderttausende schwer bewaffnete Soldaten in den Felsmassiven verschanzen. Scheint doch der Krieg so gut wie gewonnen. Kämpfe im Gebirge könnten ihn erheblich verlängern. Die Befürchtungen ufern aus. Die Alpen als Burg aus Bergen, von fanatischen Soldaten gut zu verteidigen, dazu das Neueste, was Hitlers Rüstungsschmieden zu bieten haben. Ein Horrorszenario. Eines aber trifft zu: Unter Tage werden weiter Waffen gebaut. Also ich denke, die Alpenfestung ist sozusagen das die letzte Hoffnungschimäre des Dritten Reiches. Hier hoffte man quasi doch noch die Waffenproduktion oder die Produktion von Geheimwaffen so weit vorantreiben zu können, dass man sie tatsächlich noch zum Einsatz bringen könnte, um quasi das eigentlich Unvermeidliche noch abwenden zu können. Wo aber befinden sich die Waffenschmieden? Auch bei St. Georgen an der Gusen ist in nur 13 Monaten eine der größten unterirdischen Fabriken entstanden. Gusen war ein gigantischer Industriekomplex der SS, wo nicht einmal Generäle der Wehrmacht Zutritt hatten. Also das war ein SS-Hochsicherheitstrakt. Und allem voran steht natürlich auch Hans Kammler, der dort ab Mai 1943 bereits seine geheimen unterirdischen Rüstungsprojekte vorbereitet. Wieder sterben zahllose Menschen beim Bau der Anlagen. Dies sind Verkleidungen für Düsentriebwerke. Noch weitere Stollen werden vermutet, ihre Erkundung steht noch aus. Noch einige Standorte geben Rätsel auf. Also im Alpenraum wurde eine ganze Reihe von Geheimentwicklungen konzentriert. Das waren zum einen die bereits bekannten Raketenwaffen, das waren vor allen Dingen auch die Strahljäger und offensichtlich auch entsprechende Bereiche der Kernwaffenentwicklung. Und dann gibt es noch sozusagen eine ganze Reihe von Spezial- und Sonderentwicklungen, über die bis heute sehr, sehr wenig bekannt ist, über die sehr viele Mythen existieren. Aber sozusagen an harten Fakten lässt sich ganz deutlich sagen, das waren zum einen die Raketen, die Strahlflugzeuge und möglicherweise auch nach neuen Forschungen Teile der Kernwaffenentwicklung. Ihm war es wichtig, diese Entwicklung zu bündeln, um deren erfolgreichen Programmabschluss doch noch herstellen zu können. Hitlers Reich und die Kernwaffe. Während sich namhafte deutsche Wissenschaftler nicht an ihrer Entwicklung beteiligten, gab es laut neuerer Studien Gruppen der Waffenämter und der SS, die intensiv daran arbeiteten, wenn auch in kleinem Maßstab. Wie weit die Kernforschung und Experimente gediehen, ist umstritten, da wichtige Komponenten fehlten. Den Alliierten bereitete allein die Ungewissheit Sorge, wussten sie doch nicht, wie weit die Deutschen waren. Die SS-Führung hat sehr lange, zumindest bis Ende 1944, darauf gesetzt, diesen Krieg mit neuen Waffen noch zu gewinnen. Sie strebte an, eine Kombination von Rakete und Massenvernichtungsmitteln zustande zu bringen. Das heißt, man wollte die A4-Rakete oder weiterentwickelte Typen bestücken mit Giftgas oder auch mit strahlendem Material
oder auch mit nuklearem Material. Das war das Ziel. Und die Alliierten hatten davor auch Angst. Die Angst verflog rasch in den Tagen der deutschen Kapitulation. Die Alpenfestung entpuppte sich als reiner Spuk. Doch die Suche nach Hitlers Waffenbauern ging weiter. In diesen Tagen soll sich Hans Kammler in der Nähe von Prag umgebracht haben. Doch hat er den Alpenraum wirklich verlassen? Aktuelle Quellenfunde sprechen dafür, dass Kammler blieb. Sich den Amerikanern stellte und vom Geheimdienst CIC verhört wurde. 1949 lässt die amerikanische Militärregierung in Hessen Erkundigungen zum Lebenslauf des totgeglaubten Hans Kammler einholen. Ein Spezialermittler wird eingeschaltet, sein Name Oskar Packe. In dem von ihm verfassten Bericht steht, dass das Subjekt, gemeint ist Kammler, am 9. Mai von amerikanischen Truppen festgenommen wurde. Der von Zeugen vermutete und angeblich bestätigte Selbstmord werde durch die präzisen Angaben des CIC widerlegt. Packe verweist auf einen Bericht der amerikanischen Spionageabwehr, der militärischen, die sagt, Kammler hätte sich dem CIC am 9. Mai 1945 ergeben. Das ist eine Quelle. Aus einer anderen Quelle, unabhängig davon, was sozusagen dann doch für eine gewisse Seriosität dieser Information sprechen würde, die aus Österreich stammt. Da geht es sozusagen um eine Bankengeschichte. Kommt wiederum die Information, dass sich Kammler nach Kriegsende auch wiederum dem Militärgeheimdienst der USA ergeben hätte. Und da würde ich doch dazu neigen, dass die Berichte der Amerikaner ernstzunehmender sind als quasi enge Vertraute Kammlers, die mit dem bestimmten Auftrag auch vielleicht instruiert wurden, eine Art Verschwinden Kammlers, einen Selbstmord zu inszenieren. Aber warum steht im Bericht, dass Kammler geflohen sei und sich womöglich in sowjetischem Gewahrsam befinde? Das ist sozusagen ganz normale Alltagspraxis von Nachrichtendiensten, von Geheimdiensten. Das findet man überall auf der Welt. Das ist sozusagen als Coverstory zu werten, um das Verschwinden Kammlers zu erklären. Um den Verbleib auf US-Seite zu kaschieren? Es gibt weitere Dokumente und Aussagen. Albert Speer berichtet später von einem Treffen mit Kammler. Das hat er also sozusagen gegenüber Speer geäußert. Er hat gesagt, also ich habe hier die Raketen, die Flieger und einen noch nicht näher bereichten dritten Bereich, das wahrscheinlich sich die Kernwaffen. Und dann sagt, das sind sozusagen meine Trümpfe, die ich bei den Amerikanern ausspielen kann. Und man wusste natürlich sehr genau, dass sowohl die Amerikaner als auch die Sowjetunion an der Hochtechnologie des Dritten Reiches sehr, sehr interessiert war. Der Raketeningenieur Wernher von Braun hat schon länger den Entschluss gefasst, in die USA zu gehen. Er tritt auf wie ein Geschäftsmann. Er weiß, was er zu bieten hat, und die Amerikaner offensichtlich auch. Sein einziges Missgeschick: ein Gipsarm nach einem Autounfall. Da NS-Parteimitglieder und SS-Angehörige nicht in die USA einreisen dürfen, werden viele Wissenschaftler und Ingenieure heimlich ins Land geschleust. Manche Angaben werden dabei ausgespart. Man nennt es Paperclip, Operation Büroklammer. Wieder steigen V2-Raketen auf, diesmal in den Himmel über den USA. Es gibt Überlegungen für eine Weiterentwicklung der Rakete, sogar für ein mehrstufiges Modell. Seit Anfang der 40er Jahre existieren Pläne für eine Rakete, die amerikanische Metropolen erreichen und bombardieren sollte. Später ist dies sogar Thema in US-Illustrierten. Von Braun denkt zwar lieber an Mondraketen, doch zunächst schlägt er die Kombination des Flugkörpers mit einem atomaren Sprengkopf vor. Von Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, will er wissen, wie stark ein geeignetes Triebwerk sein müsste. Doch was geschah mit dem einstigen Chef der Raketenproduktion, Hans Kammler?
Die US-Geheimdienste schickten Experten in die besetzten Gebiete, um das Wissen der Deutschen zu sichern. Unter ihnen befanden sich auch Offiziere der Geheimdienste OSS und CIC. Der Filmemacher Andreas Sulzer stieß bei Recherchen zum Thema Kammler auf die Geschichte eines besonders wichtigen Geheimdienstmannes. Im Zuge unserer Recherchen sind wir auf die Familie Richardson in Amerika gestoßen, dessen Vater Donald Richardson ein hoher geheimer OSS-Agent war. OSS ist das Office of Strategic Services, das direkt dem amerikanischen Präsidenten und Eisenhower unterstellt war. Ein Mann, der offenbar im Zentrum der Macht stand. Der CIC-Offizier Donald Richardson war ein persönlicher Vertrauter des Oberkommandierenden Eisenhower. Er hat also Spezialaufträge bekommen. Richardson war dabei, als die großen Konferenzen stattfanden, die Konferenzen der großen drei, also Stalin, Churchill und Roosevelt. Bei diesen Konferenzen war er als Sicherheitsoffizier dabei. Das zeigt, dass er ein Vertrauensverhältnis zum Präsidenten und zum Oberkommandierenden besessen haben muss. Und nur so ein Mann wird mit Spezialaufträgen betraut, die höchste Staatsgeheimnisse beinhalten. Zum ersten Mal offenbaren die Söhne das größte Geheimnis ihres Vaters. Die beiden Söhne von Donald Richardson bezeugen, dass ihr Vater Hans Kammler nach 1945 betreut hat. John Richardson ist Mitglied der Vereinigung des OSS im Gedenken an seinen Vater. Er konnte nie darüber sprechen. Das ist nun 70 Jahre her. So ist es höchste Zeit, Geheimnisse zu lüften über einen Mann, der offenbar auf 6 verschiedene Arten ums Leben kam. Aber mein Vater hat ihn danach vernommen. Ich fragte Vater, ob er ihn wirklich verhört hat. Er sagte ja. Dieser Mann, Hans Kammler, ein promovierter Ingenieur, brachte einen besonderen Schatz aus Österreich und dem Dritten Reich in die Vereinigten Staaten. Er bot uns modernste Waffen an, die für Tod und Zerstörung standen. Für die Zeit des Kalten Krieges verschaffte uns das eine Grundlage für die künftige Rüstung. Es galt, diesen für uns nützlichen Deutschen rüberzubringen, damit er nicht in die Hände des russischen Geheimdienstes fällt. Das war der Auftrag meines Vaters. Wenn John Richardsons Bericht zutrifft, dann hat wohl auch dieser Mann ein Geheimnis mit ins Grab genommen. General Eisenhower. Später wird er US-Präsident. Noch sind viele Akten aus jener Zeit nicht freigegeben. Auch zum Fall Kammler bleiben weiterhin viele Dokumente unzugänglich. Weitere Nachforschungen zu seinem Verbleib in den USA haben begonnen. War sein Wissen um modernste Waffen wichtiger als die Sühne seiner Schuld? Wir wissen auch nicht, bis heute nicht, worüber er die Amerikaner informiert hat und was das Geschäft gewesen ist, was beide Seiten miteinander abgeschlossen haben. Das bleibt offen, das muss weiter erforscht werden. Das gehört mit zu den letzten großen Geheimnissen des Zweiten Weltkrieges. Lange habe Kammler nicht mehr gelebt, sagt John Richardson. An einem völlig isolierten Ort habe sich der ehemalige SS-General erhängt. Nur wenige Jahre nach dem Krieg.